In Deutschland rauchen die Leute überall und das stört sehr. Ich liebe deutsche Weihnachtsmärkte, vor allem. Hallo zusammen, willkommen zu meinem Kanal Mizuki's Home. Ich bin Mizuki und heute stelle ich euch vor, was ich an Deutschland mag und was ich an Deutschland gar nicht mag. Ich wohne seit Juni 2018 in Deutschland und habe in der Zwischenzeit viel erfahren, Gutes und Schlechtes. Heute erzähle ich euch also jeweils 5 Dinge, die ich an Deutschland mag und die ich an Deutschland gar nicht mag. Dann fangen wir mal an. Nochmal Hallo zusammen, ich bin Mizuki vom YouTube-Kanal Mizuki's Home. Ich wohne seit Juni 2018 in Deutschland, also seit ungefähr 4 Jahren wohne ich in Deutschland. Deutschland ist für mich schon ein zweites Heimatland, aber je länger ich in Deutschland wohne, desto mehr habe ich Gutes und Schlechtes von Deutschland gesehen. Zuerst schauen wir uns dann an, was ich an Deutschland mag. Nummer 1. Weihnachtsmärkte. Ich liebe deutsche Weihnachtsmärkte. Vor allem die Atmosphäre von deutschen Weihnachtsmärkten, Glühwein draußen trinken, viele Lichter, leckeres Essen, zum Beispiel Schwarzkuchen, gebratene Mandeln, Dresdner Brot, Crepes, Bratwurst und so weiter. Ich habe einmal auf einem deutschen Weihnachtsmarkt in Osaka gearbeitet, aber deutsche Weihnachtsmärkte sind ganz anders. Sie sind noch größer, haben verschiedene Läden und gibt es in jeder Stadt Weihnachtsmärkte. Man kann in Deutschland verschiedene Weihnachtsmärkte besuchen und eine schöne Zeit haben. Ich hoffe, dass ich dieses Jahr viele deutsche Weihnachtsmärkte in Deutschland besuchen kann, was wir in den letzten paar Jahren nicht erleben konnten. Nummer 2. Viel grüne Natur. In Deutschland, sogar in großen Städten, gibt es oft Parks und viel grüne Natur. Man kann im Park spazieren, spielen, lesen und essen. Ich gehe nicht so oft in einen Park, aber ich gehe gerne durch den Park spazieren. In Japan gibt es zwar Parks, aber in großen Städten in Japan gibt es nicht so viele Parks wie in Deutschland. Allerdings ist ca. 70% von Japan voll mit Natur. Ich mag deutsche Parks sehr, weil sie sehr gemütlich und groß sind. Nummer 3. Arbeitsbedingungen. In Deutschland kann man zurzeit mindestens 20 Tage pro Jahr Urlaub nehmen, wenn man 5 Tage die Woche arbeitet. 20 Tage Urlaub ist für mich richtig viel. In Japan hat man das erste Jahr bei einer Firma nur 10 Tage bezahlten Urlaub. Dann vermehrt sich die Anzahl des Urlaubs Jahr für Jahr. Allerdings hat man in Japan immer noch weniger Urlaub als in Deutschland. Bei manchen Unternehmen in Deutschland kann man sogar mehr als 20 Tage Urlaub nehmen. Als ich in Japan gearbeitet habe, konnte ich also keinen langen Urlaub nehmen. In Japan möchte man keinen langen Urlaub nehmen, weil man Angst hat, dass man in Zukunft schlecht ausgewertet wird oder seine Position im Unternehmen verliert. Außerdem sorgt man um andere Mitarbeiter. Wenn man langen Urlaub nimmt, dann könnte es sein, dass andere Mitarbeiter belastet werden. Außerdem kann man in Deutschland krank schreiben, wenn man krank wird. Und während dieser Zeit kann man trotzdem Gehalt bekommen. Möglicherweise stellen manche Leute sich krank, aber wenn man wirklich krank ist, ist dieses System wirklich gut, vor allem für Arbeitnehmer. In Japan gibt es kein Krankschreiben. Als ich in Japan krank war, habe ich meistens bezahlten Urlaub genommen. Sonst wird mein Gehalt in dem Monat weniger. Es gibt noch mehrere Gründe, warum ich deutsche Arbeitsbedingungen mag, aber das könnte lang werden, deswegen nehme ich das für ein anderes Video. Nummer 4. Lang und helle Tage im Sommer. Ein Tag im Sommer in Deutschland ist sehr, sehr lang und ich finde das gut.
Von Juni bis etwa Anfang September ist es draußen immer noch hell, wenn es um 21 oder 22 Uhr ist. Das kann man in Japan gar nicht erfahren. In Japan geht die Sonne auch im Sommer früh runter. Ich dachte zuerst, dass man im Sommer in Deutschland gar nicht einschlafen kann, weil es draußen so hell ist. Aber man kann schon einfach schlafen und man fühlt sich sogar wohl, weil ein Tag so lang ist. Man kann lange draußen sein und die Temperatur vom Sommerabend ist sehr angenehm. Nummer 5. Gemütlich zu Hause. Der letzte Punkt, den ich an Deutschland mag, ist, dass man zu Hause in Deutschland sehr gemütlich leben kann. Es kommt vielleicht auf das Haus an, aber in neuen Wohnungen oder in einem eigenen Haus kann man sehr gemütlich wohnen. Im Winter in Deutschland ist es draußen eiskalt, aber drinnen ist es sehr warm und kuschelig. Das liegt an der Heizung und den Orangenglühbirnen. Im Vergleich zum Winter ist der Sommer in Deutschland etwas anstrengend, weil es zu Hause keine Klimaanlage gibt. Aber wenn man Fenster zu und dunkel macht, dann wird drinnen nicht so warm. Das funktioniert aber bei Neubauwohnungen und nicht bei Altbauwohnungen. In Japan werden Häuser meistens aus Holz aufgebaut. Deshalb wird es drinnen im Sommer sehr heiß und im Winter sehr kalt. Manchmal habe ich in Japan gedacht, wenn man keine Heizung anmacht, dann ist es drinnen im Winter kälter als draußen. Japanische Häuser sind also sehr schlecht isoliert. Ich mag allgemein deutsche Häuser, weil sie nicht nur gemütlich sind, sondern auch groß und stabiler sind. Dann stelle ich euch als nächstes vor, was ich an Deutschland gar nicht mag. Nummer 1. Viele Raucher. In Deutschland gibt es viele Raucher. Natürlich gibt es auch in Japan viele Raucher, aber ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland noch mehr Raucher gibt. Der Grund dafür, warum ich so denke, ist wahrscheinlich, dass viele Leute in Deutschland überall rauchen. Ich habe einmal auf dem Hauptbahnhof in Leipzig auf meine Straßenbahn gewartet, dann habe ich überall den Rauch gerochen und egal wohin ich gegangen bin, habe ich den Rauch gerochen und es gab so viele Raucher. Aber es ist nicht nur am Bahnhof, sondern auch auf normalen Straßen. Vor mir geht ein Raucher und der Rauch kommt hinter zu mir. In Deutschland rauchen die Leute überall und das stört sehr. Ich bin nicht Raucher und ich mag den Geruch von Zigaretten gar nicht, deswegen merke ich wahrscheinlich sofort den Geruch. Allerdings gibt es in Deutschland so viele Raucher, die überall rauchen und einfach auf die Straße die Zigaretten wegschmeißen. In Japan zum Beispiel darf man nur an einem bestimmten Ort rauchen. Im Bahnhof gibt es ein kleines Zimmer, in dem man rauchen kann. Auch in manchen Restaurants werden die Plätze für den Raucher und Nichtraucher getrennt. Es ist vielleicht lästig für Raucher, aber ich finde, das ist besser, weil der Passivrauch eigentlich schädlicher als Hauptraucher ist. Insbesondere für die Schwangere ist der Rauch gar nicht gut. Zudem halten manche Raucher ihre Zigaretten auf Augenhöhe von Kindern. Das finde ich sehr gefährlich. Ich hoffe, dass sich die Rahmenbedingungen für das Rauchen in Deutschland verbessern werden und in Deutschland auch feste Plätze eingeführt werden, an denen Raucher rauchen dürfen, damit sie nicht einfach überall in der Öffentlichkeit rauchen. Nummer 2. Es riecht nach Pinkeln. Am Bahnhöfen, vor allem bei Hauptbahnhof in großen Städten in Deutschland, stinkt es oft. Oft riecht es nach Urin. Das ist sehr ekelhaft und irgendwie ist es in der Nähe vom Hauptbahnhof immer schmutzig. Ein paar Obdachlosen oder Alkoholiker pissen dort vielleicht, aber Deutschland soll öfter am Bahnhof putzen. In Osaka zum Beispiel gibt es einen Stadtteil, der Nishinariku heißt. Man sagt, dass Nishinariku etwas schmutziger und gefährlicher als andere Stadtteile ist.
Aber manchmal denke ich, dort ist es immer noch viel sauberer und besser als den deutschen Bahnhöfen in Deutschland. Nummer 3. Viele Müll, obwohl es Mülleimer gibt. In Deutschland gibt es viel Mülleimer. Trotzdem gibt es überall Müll. Zumindest ist das so in den großen Städten. Kleine Städte oder Dörfer sind sauberer. Ich sehe oft in Deutschland Stadtreinigungsfahrzeuge. Das finde ich gar nicht schlecht, sondern sehr gut. Trotzdem gibt es überall Müll. Ich weiß, dass man nicht immer putzen kann. Ich denke, das ist eher Moral von der Bevölkerung und viele schmeißen ihren Müll einfach auf die Straße. Im Vergleich zu Deutschland gibt es draußen in Japan fast keine Mülleimer. Trotzdem gibt es keinen Müll und es ist immer sauber. Viele Japaner nehmen ihren Müll nach Hause mit oder sie schmeißen ihren Müll in einen Mülleimer weg, wenn sie einen Mülleimer finden. Wenn die Stadt sauber ist, dann fühlt man sich besser, oder? Nummer 4. Wenige Sonne im Winter in Deutschland. Im Winter in Deutschland ist oft sehr grau, sodass man depressiv wird. Viele nehmen deswegen Vitamin D. Das kann ich seit ein paar Jahren verstehen. In meinem ersten Jahr in Deutschland habe ich das gar nicht gedacht, weil alles für mich neu war. Aber nachdem ich mich an Deutschland gewöhnt habe, ist der Winter in Deutschland auch für mich sehr hart. Es ist oft im Winter in Deutschland sehr kalt und grau. Ohne Weihnachtsmärkte kann man einen Winter nicht überleben. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, aber Winter in Deutschland ist für mich sehr, sehr anstrengend. Es ist auch meistens kälter im Winter in Deutschland als in Japan, außer nördlichen Japan, wie zum Beispiel Hokkaido. Nummer 5. Züge kommen nicht pünktlich. Der letzte Punkt, den ich an Deutschland gar nicht mag, ist, dass viele Züge nicht pünktlich kommen. Jeder weiß, was ich meine, oder? Deutsche Züge kommen sehr oft zu spät, deswegen kann man nicht sehr gut planen. Ich verstehe, warum viele Leute lieber ausfahren möchten. Als ich von Berlin nach Leipzig gefahren bin, habe ich eine Nachricht bekommen, dass mein Zug eine Stunde Verspätung hat. Dann habe ich eine Nachricht erhalten, dass mein Zug 2 Stunden Verspätung hat. Dann ist mein Zug ausgefallen und ich konnte an dem Tag nicht nach Leipzig fahren. Das ist sehr ärgerlich, oder? Ich darf Deutschland mit Japan vergleichen, aber ich komme aus einem praktischen Land. Die Züge in Japan sind pünktlich, sauberer und ruhig, außer zur Rush Hour. Deswegen mag ich deutsche Züge gar nicht. Das war's mit dem Thema darüber, was ich an Deutschland mag und was ich an Deutschland gar nicht mag. Was mögt ihr an Deutschland und was mögt ihr an Deutschland gar nicht? Schreibt gerne eure Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Ich hoffe, dass ihr mit diesem Video etwas Spaß haben konntet und euch das Video gefallen hat. Ich werde euch mehr Talk-Videos bzw. Vlogs zeigen. Bitte abonniert gerne meinen Kanal Mizuki's Home und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt bitte dem Video einen Daumen hoch, dann würde ich mich sehr freuen. Ich habe Twitter und Instagram. Schaut gerne in der Videobeschreibung, dann findet ihr die Linke. Mein nächstes Video ist ein Kochvideo sein. Wenn ihr Lust auf japanisches Essen habt oder Japan mögt, dann ist mein Kanal für euch. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!